kommen wir schon bereits zum Teil 8 deines Wind- und Wellenschalls. Es ist unglaublich, wie die Zeit schnell vergeht. Ich denke, es wird dir genau gleich gehen. Diese letzten 7 Teile sind wie im Fluge durchgegangen. In dieser Chart habe ich dir wieder, wie du es gewohnt bist, die 3 Teile aufgelistet. Hier wieder das Wellenmuster, das Lace-Muster und hier nochmal die komplette Chart. Da sich hier die Reihen immer wiederholen, du kannst es hier gut sehen, werde ich dir jetzt nur noch die erste Reihe zeigen und dann kannst du gerne die restlichen Reihen für dich stricken. Wir beginnen also hier mit der Reihe 1 der Chart, weil ich schon wieder ein bisschen vorgearbeitet habe. Du kannst hier sehen, das Wellenmuster habe ich bereits gestrickt. Wir wechseln zu der Farbe Natural White noch ein letztes Mal. Der Abschluss ist also weiß und ich stricke hier die ersten 3 Maschen rechts. Dann habe ich hier 3-mal Umschläge und 2 Maschen rechts, also das heißt, ich stricke einen Umschlag, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine rechts, ein Umschlag. Dann habe ich hier 3 überzogene Abnehmen hintereinander. Also ich habe hier das erste, dann die Masche wieder abheben, eine stricken, abheben, die zweite, eine abheben, eine stricken, überziehen und die dritte. Also du kannst hier sehen, das sind jetzt hier diese 3 Abnahmen. Dann stricken wir hier 3 Maschen rechts zusammen. Also ich habe hier eine, 2, 3. Und du kannst hier schon sehen, diese Maschen zeigen nun nach links, diese nach rechts und das ergibt dann nachher die Welle. Dann stricken wir hier 6-mal Umschläge. Also ich habe einen Umschlag, eine rechts, 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 Umschlag. Jetzt muss ich schnell kontrollieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Umschläge, genau. Und hier kommt wieder der Musterrapport, den du stets wiederholst. Also ich habe wieder hier die 3 überzogenen Abnehmen. Ich habe hier eine, 2, 3 und hier wieder 3-mal 2 rechts zusammen. Also eine, 2, 3 und dann wieder hier die 6 Umschläge. Ich habe einen Umschlag, eine rechts, Umschlag, eine rechts, Umschlag, rechts, Umschlag, eine rechts, Umschlag, eine rechts, Umschlag, eine rechts, Umschlag. So, das wäre jetzt nun dieser Musterrapport im roten Feld, den wiederholst du und endest die Reihe wieder mit einem Umschlag 3 Maschen rechts. Wenn du am Ende der Reihe angekommen bist, dann wendest du deine Arbeit wieder auf die Rückseite. Die ersten 3 Maschen werden wieder rechts gestrickt, alle folgenden Maschen links und die letzten 3 Maschen wieder rechts. Und dies wiederholst du dann, diese ersten 2 Reihen, wie ich es vorher schon erklärt habe. Mit diesen Rippenreihen sind immer die gleichen Reihen, bis du dann bei Reihe 15
angelangt bist und dann werden wir die Arbeit abketten. Du hast nun Teil 8 deines Wind- und Wellenschals gestrickt. Und wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte jetzt dein Muster genauso aussehen. Und zwar können wir hier am Schluss nochmals die waagerecht verlaufenden Wellen sehen. Ich mache es mal noch ein bisschen näher, damit man es besser sehen kann. Du hast hier die Chart mit 2 Reihen Rippen hier beendet und nun ketten wir das Tuch ab, und zwar mit einem ganz normalen Abschluss. Das heißt, ich stricke eine Masche rechts, die zweite auch rechts und dann ziehe ich die erste über die zweite Masche drüber. Also nochmals eine Masche rechts und wieder die erste über die zweite. Ich empfehle dir, das Ganze sehr locker zu machen, damit wir danach die Wellen beim Spannen wirklich schön ziehen können. Also, du kettest nun die ganze Reihe ab. Die letzten Maschen sind nun abzuketten. Wie gesagt, ich würde dir empfehlen, dies sehr locker zu machen. Und dann kommen wir hier zu der letzten Masche. Und wenn du hier fertig bist, dann schneidest du dir den Faden ab und ziehst dann hier diese Schlaufe durch die Masche, so, und dann hält das fest. Dein Schal ist nun fertig gestrickt und jetzt gilt es natürlich noch, diese vielen Fäden, die hier auf der Seite übrig sind, zu vernähen. Und ich zeige dir jetzt, wie ich das mache. Das ist meine Technik. Es gibt dazu verschiedene Arten, wie man das machen kann. Und ich zeige dir hier so, wie ich es bei meinen Tüchern mache. Und zwar nehme ich dazu eine spitze Nähnadel. Es ist wichtig, dass du wirklich eine Spitze nimmst, keine stumpfe, weil wenn ich die Fäden vernähe, dann sollen sie ja im Gestrickten drin bleiben. Und wenn du das mit einer stumpfen Nähnadel vernähst, dann ist es möglich, dass sich dann die Fäden dann wieder rückwärts auflösen. Und das möchten wir ja nicht. Also ich nehme mir hier meinen Faden, fädle ihn in die Nadel ein und dann versuche ich das mal hier dir möglichst nahe in der Kamera zu zeigen. Also ich versuche immer die Fäden hier, also von hier aus gesehen, senkrecht, in der Strickarbeit natürlich dann waagrecht zu vernähen. Also das heißt, ich bin ja jetzt hier auf der Seite und dann schaue ich, dass ich hier den Faden in diesen Maschenbögen möglichst gut verstecken kann. Also das heißt, ich steche hier ein und nehme hier von diesen Maschenbögen immer nur so ein kleinen Faden auf und vielleicht so 4-5 Millimeter und ziehe dann hier diesen Faden hier durch die Strickarbeit. So. Und dann mache ich einen kleinen Rückwärtsstich, also ich gehe ein bisschen zurück und nehme hier wieder so kleine Fäden hier aus dem Maschenbögen auf. Mit ein paar Millimeter
ziehe hier den Faden durch und dann wieder hier das Gleiche, hier wieder ein bisschen ein Rückstich und dann wieder nur so einzelne Fäden aus den Maschen und ich mache das so ein bisschen wellenförmig. Ich hoffe, man kann das hier gut sehen aus der Kamera. Und dann kannst du hier sehen, also du siehst, dass du nichts siehst, ist der Faden hier wirklich gut vernäht. Er hält sehr gut, er geht nicht mehr zurück, dadurch, dass wir mit der Spitzennadel vernäht haben. Und dann mache ich das so ein paar Zentimeter. Ich mache das so gefühlsmäßig. Also es gibt da keine Regel dafür, du musst so und so viele Zentimeter vernehmen. Ich mache das einfach vom Gefühl her, ein paar Zentimeter, wo ich dann denke, okay, gut, das reicht, das hält so. Und man sieht hier wirklich nichts, dass der Faden vernäht ist. Und dann schneide ich mir den Faden hier ab. Wenn du Wolle zwischendrin angesetzt hast, wie zum Beispiel hier, das ist mitten in der Strickarbeit, dann mache ich mir noch einen Knoten. Also falls nicht schon gemacht, dann verknote ich mir das zweimal einfach ganz locker, nicht fest anziehen, nur ganz locker, so, dass ich hier einen Knoten habe, der hier fest sitzt. Und dann vernähe ich diese Fäden genau gleich, wie ich es hier gezeigt habe. Also ich versuche hier in den Bögen, hier das auf der Rückseite, so einzuweben, dass es schön vernäht ist. Ist halt immer ein bisschen eine Geduldsarbeit, die keine Strickerin gerne macht, auch ich nicht, wenn es dann so viele Fäden wie hier zum Vernähen gibt. So, das wär's. Du hast nun erfolgreich deine 8 Teile gestrickt. Ich hoffe, es hat dir sehr viel Spaß gemacht und ich werde jetzt noch ein zweites Video machen, wo ich dir genau zeige, wie man dann dieses Tuch noch wäscht und spannt, damit es dann in seiner ganzen Schönheit sich entfalten kann.